Ich habe gelernt, mit dieser Erfahrung umzugehen, den Verlust von allem. Ich konnte meine Kinder nicht sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wohin hätte ich sie mitnehmen können? Ich war obdachlos. Ich begrüße Neale Donald Walsch in der Sendung. Wie geht's dir, Neale? Mir geht es prima, danke der Nachfrage. Hoffe, dir geht's auch gut. Vielen Dank für dein Kommen zur Sendung. Es ist eine große Freude. Seit längerem bin ich ein Fan von dir, habe deine Bücher gelesen und den Film über dein Leben gesehen. Gleich sprechen wir darüber noch etwas. Deine Geschichte ist wirklich sehr inspirierend. Interessant, gelinde gesagt. Kannst du allen erzählen, wie du deinen spirituellen Weg begonnen hast, der, wenn ich das richtig verstanden habe, kein gerader Pfeil war? Nein, das war er tatsächlich nicht. Ja, das ist wahrlich eine gewaltige Frage. Mein spiritueller Weg hat begonnen, als ich zur Welt kam. In Ordnung? Und dann begann meine spirituelle Reise. Jetzt, im Kontext, von dem ich denke, dass du ihn meinst. Ich begann meine spirituelle Reise, als ich etwa 7 oder 8 Jahre alt war. Und das meine ich nicht scherzhaft, sondern ernst, denn ich wurde in einer römisch-katholischen Familie großgezogen. Keine streng religiöse Umgebung, sondern katholische Umgebung trotzdem. Und ich wurde auf eine katholische Grundschule geschickt, wo man mir alles über Gott beibrachte, so wie Katholiken Gott verstehen. Die Schwestern in der Schule erzählten mir alles über Gott und über Gut und Böse und den ganzen Rest. Und ich begann, ein riesiges Interesse zu entwickeln. Ich dachte, nun, das ist faszinierend. Da ist dieser Große dort oben im Himmel. Ich bin 7 Jahre alt, lausche all dem und dann wurde mir von lässlichen Sünden und Todsünden erzählt, vom Höllengang und vom Fegefeuer. Und der gesamte Prozess dieser Religion wird von verschiedenen Glaubensrichtungen auf ihre Weise gelehrt. Übrigens, es existieren aktuell 4200 Religionen auf der Erde, was viele nicht wissen. Das ist eine echte Zahl, keine Erfindung. Überprüfen Sie es selbst. Tippen Sie bei Google, wie viele Religionen gibt es auf der Erde, ein und Sie finden über 4200. Keine Kleinigkeit also. Je nach Geburtsreligion startet jeder seine eigene spirituelle Reise auf spezielle Weise. Meine begann, als ich etwa 7 Jahre alt war. Doch ich fing an zu hinterfragen, was man mir erzählte. Und schließlich, als ich älter wurde, legte ich beiseite, was man mir erzählt hatte, und verwarf die Idee, weil ich nicht glauben konnte, dass es wahr war. Vor allem konnte ich nicht glauben, dass Gott uns bestrafen würde. Mit ewiger Verdammnis und das nicht zu knapp für manche Dinge, dass mir gesagt wurde, Gott straft uns für. Also habe ich das Ganze erstmal beiseite gelegt. Aber dann kam ich immer wieder darauf zurück, Alex. Immer wieder, ich las hier und da ein Buch, hörte einem Redner zu oder was auch immer und pendelte hin und her. Ich begann, andere Kirchen zu besuchen, Kirchen anderer Konfessionen, aber immer noch im christlichen Tradition, wenn du willst. Und dann begann ich sogar, aus dieser Tradition herauszutreten. Ich besuchte einige Gottesdienste in jüdischen Synagogen und Tempeln und begann, andere religiöse Traditionen zu erkunden. Du hast also eine ziemlich große Frage gestellt, aber wann hat deine spirituelle Reise begonnen? Die Antworten, das zu mir gelangte und meine spirituelle Suche zu einem Abschluss brachte, in der Weise, dass ich nicht länger auf der Suche war. Die Antworten kamen zu mir, als ich meine Gespräche mit Gott führte. Und das war vor ungefähr 27 Jahren, als ich in meinen 60ern war. Ende 50 verlor ich den Überblick. Genau. Aber ich hatte mein erstes Gespräch mit Gott. Und was hat das ausgelöst? Nur um eine lange Geschichte noch länger zu machen. Übrigens, du wirst feststellen, dass du mir keine 32. Fragen stellen willst. Denn wenn du mir eine 32. Frage stellst, gebe ich dir eine 30-minütige Antwort. Ist das in Ordnung? Doch an dieser Stelle wird es interessant, Alex. Mein Leben zerfiel. Als ich ungefähr 49 Jahre alt war. Meine Beziehung zu meiner damaligen Lebensgefährtin, die auch heute noch eine wichtige Person in meinem Leben ist. Meine Ex-Frau endete und sie bat mich zu gehen. Ich sagte, okay, ich werde es tun. Dann und nebenbei, ich hatte nichts Schlimmes getan. Wir hatten keine Affäre. Da lief nichts dergleichen. Wir kamen einfach nicht mehr klar. Wir verstanden uns nicht mehr. Also wusste sie, dass ich keinen Spaß mehr hatte.
Was wäre, wenn wir nicht mehr zusammen sind? Okay, aber Alex, ich habe dann in 5 Tagen meinen Job verloren. Ich wurde entlassen. Im Unternehmensjargon hieß es, ich sei freigesetzt worden. Als letzter eingestellt war ich auch der Erste, der gehen musste. Ich hatte keine Betriebszugehörigkeit. Sie wollten bei der Firma, für die ich gearbeitet habe, Kosten einsparen. Und jetzt stehe ich innerhalb von 5 Tagen sowohl ohne Arbeit als auch ohne Beziehung da. Aber Moment, das war noch nicht alles. Gott sagte, geben wir ihm den Dreifachschlag. Also suche ich auf der Straße nach Arbeit, als ein älterer Herr in seinem Auto vor mir abbiegt. Er ist 89 Jahre alt, Gott segne ihn, und gab zu, einen schrecklichen Fehler gemacht zu haben. Er und die Polizei stimmten zu. Alle waren sich einig, dass es seine Schuld war. Er bog ab, nahm direkt vor mir eine Linkskurve und krachte heftig in mein Auto. Ich habe mir das Genick gebrochen. Ich meine, in dem Moment, als es passierte, hörte ich es knacken. Dieses Geräusch. Oh mein Gott, dachte ich, das kann nicht gut sein. Und natürlich kam dann der Beweis. Im Krankenhaus stellten sie fest, dass ich einen Genickbruch, keinen Haarriss hatte. Mir wurde gesagt, ich hätte einen etwa 2 Zentimeter großen Evolutionsbruch der 7. Halswirbelsäule nach hinten. Alex, das ist ein Bruch in deinem Nacken, groß genug für einen Bleistift. Der Arzt wusste es, als ich zu mir kam. Du solltest eigentlich nicht mehr leben. Die meisten, die einen so schweren Nackenbruch erleiden, besonders am 7. Halswirbel, überleben nicht. Sie erleiden fast immer Komplikationen des Rückenmarks und sterben fast immer. Und wenn sie nicht sterben, sind sie sicherlich gelähmt. Er sagte, du bist beidem entkommen. Es ist ein Wunder. Er sah mir direkt in die Augen. Er sagte, also, was wirst du mit dem Rest deines Lebens anfangen? Denn, mein Freund, du bekamst heute ein riesiges Geschenk. Eigentlich dürftest du nicht hier sein. Das stoppte mich auf der Stelle, aber ich fand nirgendwo Arbeit. Mir wurde geraten, eine Halskrause zu tragen. Ich besaß ein therapeutisches Gerät, so eine große Plastikkrause. Und der Arzt meinte, stell dir vor, ein Basketballspiel wird gehalten, gestützt von einem Stift. Das passiert in deinem Nacken. Du darfst die Halskrause aus keinem Grund abnehmen. Sie muss 24 Stunden getragen werden, auch beim Schlafen, Duschen. Die Halskrause bleibt immer an. Ich suche jetzt einen Job, Alex. Niemand stellt mich ein, denn sobald ich auftauche, sehen sie mich. Ein Kerl war mal ehrlich genug zu sagen, wissen Sie, Herr Walsh, Sie sind ein wandelnder Versicherungsfall. Eine falsche Bewegung und Sie sind schwer verletzt. Eine falsche Bewegung und wir zahlen. Ihre Arztrechnungen für den Rest Ihres Lebens sind zu riskant. Nirgendwo konnte ich Arbeit finden. Am Ende war ich schließlich, ich wurde aus meiner Wohnung geworfen. Und ich landete letztendlich auf dem Gehweg, lebte auf der Straße, nicht nur für ein paar schlechte Wochen oder ein paar schlechte Monate, sondern ein ganzes Lebensjahr. Ich lebe auf dem Gehweg, schlafe auf dem Boden. Meine Ex-Frau war so nett, mir unser Zelt zu geben, das Campingzelt, aber das war es auch schon. Das hat mich vor dem Regen geschützt, zugegeben. Aber es hat mich nicht vor der Kälte bewahrt. In einem Zelt ist es nicht besonders warm. Ich liege auf dem Boden, schlafe dort und tagsüber streife ich durch die Straßen, halte den Leuten meine Hand hin. Jede Unterstützung ist willkommen, egal welche. Einmal sagte ein Mann zu mir, er habe nur ein paar Münzen dabei. Auch das war willkommen. Ich habe mein letztes Bargeld ausgegeben und habe nur noch Kleingeld übrig. Ich dachte, wenn heute jeder, den ich bitte, mir ein paar Münzen gibt, könnte ich noch einen Hamburger und Pommes essen, bevor der Tag endet. Bitte, gibst du mir auch ein paar Münzen? Er sagte, okay, Kumpel, hier ist es. So lebte ich ein ganzes Jahr, auf den Straßen gehen, um Geld zu bitten, kein Ort, um aufs WC gehen zu können. Über Würdeverlust reden, keinen Ort für die Toilette, versuchte in Restaurants zu schleichen. So schnell wie möglich auf die Toilette huschen und wieder raus. Aber ich wurde vom Manager eines dieser Restaurants erwischt. Einmal hat sie mich sogar an der Eingangstür aufgehalten. Sie sagte, nein, bitte nicht. Obdachlose, denn zu diesem Zeitpunkt war ich 6 Monate auf der Straße. Meine Haare reichten bis zur Mitte meines Rückens. Ich roch nicht besonders gut. Ich sah auch nicht besonders gut aus. Ich hatte eine Jeans, 2 Hemden, ein paar Schuhe und das war's.
Das waren meine irdischen Besitztümer. Also gehe ich in dieses Restaurant und sie hält mich auf. Sie stand zufällig an der Eingangstür. Sie sagte, nein, bitte, keine Obdachlosen. Das ist ein nobles Restaurant. Ich sagte, ich muss die Toilette benutzen. Ich schwöre es. Rein und raus, ich bin flink. Sie merken nicht mal, dass ich da war. Sie hat nur mit den Augen gerollt. Na gut, dann. Ich musste betteln, um ins Bad zu dürfen. Natürlich wussten sie, dass du dort drinnen kein Geld ausgeben würdest. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Diese Erfahrung, wenn man alles verliert. Ich konnte meine eigenen Kinder nicht sehen. Wohin sollte ich sie mitnehmen? Ich war obdachlos. Meine Frau hinderte mich nicht, die Kinder zu sehen. Oh, das habe ich vergessen. Mein Auto wurde gestohlen. Ja, ich erfinde das nicht. Mein Auto wurde direkt von der Straße gestohlen, wo ich es geparkt hatte. Also ging ich zur Polizei und sie fragten, wann ich es bemerkte. Ich sagte, gestern Nacht. Sie sagten, gestern Nacht. Das ist das erste Mal, dass Sie uns davon erzählen. Er sagte, dieses Auto wurde mittlerweile ausgeschlachtet, existiert nicht mal mehr in einem Stück. Also bin ich zu Fuß unterwegs, liege auf dem Boden, wohne in einem Zelt und habe kein Geld, keinen Cent. Ich habe alles ausgegeben, was ich zum Leben brauchte, und meine Ersparnisse sind weg. Das ist meine Geschichte jetzt. Ich fand einen kleinen Teilzeitjob, nur am Wochenende. 2 Tage die Woche arbeite ich als Aushilfe bei einem lokalen Radiosender. Job gefunden. Ich hatte gerade genug Geld vom 2-Tages-Job pro Woche, um mir eine Bleibe leisten. Winzige Garage, quasi ein Apartment im Hinterhof eines Hauses, das sie zu einem kleinen Junggesellen-Apartment umgebaut. Dort verbrachte ich meine Zeit. Das war der Moment, Alex, als ich nachts aufwachte. Ich bin kein junger Mann mehr. Das geschah nicht mit 25, 35 oder 45. Ich war fast 50. Und plötzlich wache ich mitten in der Nacht auf, es ist 4:30 Uhr und schreie innerlich, alles ist in Ordnung. Was ist nötig, damit Leben funktioniert? Was tat ich, um ein Leben voller Kämpfe zu verdienen? Jemand erkläre mir die Regeln, ich werde mitspielen und dieses dumme Spiel mitmachen. Gib mir einfach das Regelwerk, los. Wenn du mir Regeln gibst, dann ändere sie bitte nicht, denn die Regeln des Lebens ändern sich ohnehin alle paar Wochen. Was braucht es, um Leben zu meistern? Bei Alex begann ich zu hören, als ob eine Stimme im Raum wäre. Antworten in meinem Kopf. Und sie waren so faszinierend. Ich begann sie aufzuschreiben auf einem gelben Schreibblock. Und ich fing an, Fragen auf dem gelben Block zu stellen. Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ich hielt schriftlich fest, weil die Erfahrung, die ich machte, so faszinierend war. Um 4:30 Uhr morgens, als ich aus diesem Wutanfall, den ich durchlebte, aufstand. Und ich erlebe diesen Frage-Antwort-Prozess. Also denke ich, wow, das ist faszinierend. Und ich fühle mich wirklich besser und Tränen laufen über mein Gesicht, weil es mir ehrlich gesagt so gut tat. Und das ging mehrere Wochen so weiter. Dieser ganze Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und dann wurde mir in diesem Prozess gesagt, eines Tages machst du daraus ein Buch und viele Menschen werden es lesen. Und ich dachte, ja klar, genau, kann ich mir gut vorstellen. Ich schicke meine nächtlichen Gedankenschweifungen an einen Verlag und der wird sagen, haltet die Druckmaschinen an. Wir haben hier einen Kerl, der redet. Zu Gott. Auf dem Papier scheint das ein fantastischer Vorschlag. Ja, klar, das passiert natürlich nicht. Ich wusste, es gab keine Chance. Aber tatsächlich einer der 5 Verlage, an die ich es geschickt habe, ein kleiner Verlag, an der Ostküste damals ein kleiner Verlag, heute ein ziemlich großer, vielen Dank. Sie veröffentlichten es und ich nannte es Gespräche mit und. Das war's. Buch, übrigens war das nicht der geplante Titel. Sie wollten es zuerst als Fiktion herausbringen, überzeugt von einer großartigen Erfindung. Ich sagte, Moment mal, das lassen wir nicht zu. Das ist keine erfundene Geschichte. Das passiert wirklich in meinem Leben. Sie sagten, ja, aber das wird niemand glauben. Ich sagte, wisst ihr was? Dann veröffentlicht es nicht, weil es keine Erfindung ist. Und ich will nicht, dass es als Erfindung dargestellt wird. Sie sagten, na gut, okay, können wir wenigstens den Titel ändern? Weil niemand wird Gespräche mit Gott glauben.
Ich meine wirklich? Ich sagte, nein, wir ändern den Titel nicht. Entweder wir nennen es so oder ihr veröffentlicht es nicht. Ein Sachbuch mit dem Titel Gespräche mit Gott. Der Punkt, bei dem ich zum Verleger sagte, falls Sie das Material nicht gelesen haben, ist, dass wir alle kontinuierlich im Gespräch mit Gott stehen. Wir bezeichnen es nur anders. Frauenintuition, ein Inspirationsmoment, eine Erleuchtung, was immer wir damit erreichen können. Niemand würde es wohl so bezeichnen. Doch ich nenne es Gespräche mit Gott, denn das war es im Grunde. Er entgegnete, dass mit einem solchen Titel wahrscheinlich nicht viele Bücher verkauft werden, weil die Menschen sich davon distanzieren könnten. Ich erwiderte, wenn das so ist, dann ist es eben so, dann ist es eben so. Dann veröffentliche es nicht. Er sagte, okay, beruhige dich, wir werden einige tausend Exemplare produzieren. Und er hatte recht. Es wurden nicht viele verkauft. Nur 15 Millionen in 37 Sprachen, in jedem Land auf der Welt. Also überleg mal. Also hörte ich aufmerksam zu, was mir erzählt wurde, denn mir wurde gesagt, du wirst eines Tages ein Buch daraus machen und es wird von vielen gelesen werden. Also begann ich, ernsthaft in Erwägung ziehend, diese Erfahrung, die ich machte. Und die Erfahrung übrigens hörte nicht auf. Sie hörte nicht einfach auf, weil ich einen Stapel Seiten an einen Verlag schickte. Sie war weiterhin ein Teil meines Lebens, also fuhr ich fort, zu verfolgen, was ich möchte sagen, auf diese Weise empfing. Und das führte zu 8 weiteren Gesprächen mit Gott, Büchern unter verschiedenen Titeln. Einige wurden Freundschaft mit Gott genannt, Gemeinschaft mit Gott, die neuen Offenbarungen. Aber letztendlich sind 9 Dialogbücher durch mich geflossen und in den Marktplatz der Ideen gebracht worden. Seitdem habe ich insgesamt 39 Bücher geschrieben. 9 davon waren Gespräche, Dialoge und die anderen 30 Bücher dienten dazu, die Botschaften in diesen 9 Dialogbüchern zu erweitern, zu vertiefen und zu erforschen. Das ist also meine Geschichte und dabei bleibe ich. Tut mir leid, dass du gefragt hast. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist eine faszinierende Geschichte, die so beeindruckend war, dass sie verfilmt wurde. Ein Film, den ich im Laufe meines Lebens öfter gesehen habe. Ich muss Sie fragen, als jemand an Sie herantrat und meinte, wir wollen einen Film aus Ihrer Lebensgeschichte machen. Wie war das für Sie? Wie war der Prozess? Und wie war es, Ihr Leben auf der Leinwand dargestellt zu sehen? War es nicht irgendwie surreal? Surreal? Ja, surreal trifft es genau. Wir haben beide gleichzeitig das Wort gesagt, weil es genau das war. Völlig surreal. Zunächst einmal. Es wurde von jemandem, den ich vor dem Angebot kannte, in einen Film umgesetzt. Die Bücher waren schon eine Weile draußen und von vielen Menschen weltweit gelesen worden. Und einige Leute waren ziemlich bekannt. Robin Williams las und liebte es. Charlie Bird, viele bekannte Persönlichkeiten, die wir alle kennen, hatten das Buch gelesen. Also wurde ich zur Premiere eingeladen, eines Films Hinter dem Horizont, in dem Robin Hauptdarsteller war. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ja, so luden mich der Regisseur und Produzent des Films zur Premiere ein. Ein Mann namens Stephen Simon. Also ich wurde eingeladen und Stephen und ich wurden. Wir waren anfangs nur Bekannte, aber wir haben uns ziemlich gut verstanden. Wir wurden gute Freunde. Also hatte ich diesen wirklich netten Freund dort unten in Hollywood. Und dann, etwa 1,5 Jahre später, rief er mich an und sagte, weißt du was? Wir möchten einen Film über dein Leben drehen. Ich fragte, machst du Witze? Er antwortete, nein, darüber scherze ich nicht. Wir planen, dein gesamtes Leben und alle Erfahrungen zu filmen. Ich sagte, wow, dann komm hoch. Lass uns darüber sprechen. Also flog er hoch zu mir, wo ich lebte und immer noch lebe, in Südoregon, eine kleine Stadt namens Ashland. Er kam hoch und wir setzten uns hin und sprachen etwa 3 oder 4 Tage darüber. Und er brachte einen Drehbuchautor mit. Der Drehbuchautor setzte sich zu mir und hörte sich meine ganze Geschichte an, die ich dir gerade erzählt habe. Aber er stellte viele, viele Fragen und holte sich viele Details über mein Leben. Und in der Tat, er kehrte zurück nach Hollywood und verfasste dort ein Drehbuch. Sie drehten den Film und ich wurde zur Premiere eingeladen. Nun bin ich nicht dort. Ich sehe den Film meines Lebens auf einer großen CinemaScope-Leinwand. Es wirkt surreal. Ich sitze im hinteren Teil des Kinosaals. Ich wollte nicht, dass jemand meine Identität kennt.
Also sitze ich im Dunkeln des Kinos ganz hinten und betrachte den Film meines Lebens. Und es war völlig surreal, aber ihre Leistung war hervorragend. Der Drehbuchautor fing alles, was ich erzählte, fantastisch ein. Regisseur Steven inszenierte den Film selbst, produzierte und führte Regie. Er hatte bereits viele Filme gemacht. Er hatte Hinter dem Horizont gemacht und auch Bill and Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Er war in Hollywood bekannt, doch mit diesem Film leistete er großartige Arbeit und fing wirklich das Wesen meiner Erfahrung ein. Es war ein fantastischer Film, den ich schon oft gesehen habe, weil er enorm inspiriert. Seine Geschichte motiviert ungemein und in schweren Zeiten kehrt man zu ihr zurück, betrachtet diese Lebensgeschichte und denkt, vielleicht ist mein Leben gar nicht so schlecht. Denn ihre Erfahrung, wie sie es so treffend formuliert haben, war einfach. Sie haben den Tiefpunkt erreicht. Ich meine, sie haben ihnen alles genommen, fast alles beinahe, und gaben ihnen gerade so viel, um weiterzumachen, eben genug, um hier und da ein wenig weiterzugehen. Was hat sie im Jahr ihrer Obdachlosigkeit außer dem Überlebenswillen motiviert, weiterzumachen? Ich denke, anfangs war es Wut. Ich war einfach wütend auf das Leben. Wut ist eine interessante Energie. Sie kann einen antreiben und voranbringen, aber nachdem die Wut nach 3 oder 4 Monaten nachließ, dachte ich, naja, das ist es wohl. Und ich glaubte wirklich, dass dies für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Ehrlich gesagt, ich sah keinen Weg zurück, denn niemand wollte mich einstellen. Und was wirklich interessant ist, ist, dass die Versicherung nicht zahlen wollte. Sie haben mit mir gefeilscht. Der Fahrer hat zugestimmt. Der Polizeibericht war eindeutig. Es gab keinen Zweifel, dass es die Schuld des anderen Fahrers war. Aber seine Versicherung, wie es Versicherungen manchmal machen, sie haben mit mir gefeilscht, weil sie erkannten, dass ich brach mir das Genick und war arbeitsunfähig. Ich fand keinen Job. Eine hohe Entschädigung stand aus, doch die Versicherung weigerte sich zu zahlen. Ein Schadensregulierer, der mit mir arbeitete, lehnte jeden Vorschlag ab, den ich machte. 2 Jahre vergingen, bis sie sich auf eine Summe einigten, die sie für einen angemessenen Ausgleich des Unfalls durch Versicherungsleistungen hielten. In der Zwischenzeit hatte ich keine Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Also ich habe das erste Jahr voller Wut überstanden, über alles Geschehene, das System, die Versicherung und wie die Welt funktioniert. Aber dann habe ich schließlich, weißt du was, Alex, dann dachte ich einfach, okay, ich werde noch für eine lange Zeit hier sein. Ich werde zu einem Straßenmenschen werden. Ich werde den großen amerikanischen Albtraum leben. Ich werde draußen sein. Im Zelt leben, wenigstens habe ich das, Gott sei Dank. Und das war's. Und schließlich entspannte mich richtig irgendwie. Gelassene Akzeptanz, ein Straßenmensch bin ich. Ich rieche furchtbar. Ich kann mir nicht mal die 1,5 Euro für eine öffentliche Dusche leisten. Okay, so ist es nun mal. Ich habe es mir einfach erlaubt. Tritt ein und wehr dich nicht dagegen. Die ganze Zeit auf der Suche nach einem Ausweg, wie eine Arbeit, etwas, das dich aus den Umständen herausbringt. Nach einer Weile gab ich fast die Hoffnung darauf auf. Gegen Ende dachte ich wirklich daran, nachdem das nun schon 9, 10, 11 Monate so ging, dachte ich, okay, bis die Versicherung zahlt, bin ich hier draußen, nicht wahr? Und wer weiß, wann das sein wird? Also, und dann. Die Versicherung hat Wind davon bekommen, dass ich jetzt auf der Straße bin. Also haben sie natürlich erst recht versucht, mich runterzuhandeln, weil sie wussten, wenn sie mir $5 geben, wäre ich glücklich. Je schlechter es mir ging, desto weniger wollten sie mir als Entschädigung für diesen schrecklichen Unfall zahlen. So funktioniert also das Wirtschaftssystem. Ich verstehe das vollkommen. Ich begreife es. Ich bin draußen und habe schließlich aufgehört, Jobbewerbungen zu senden. Zu viele hatten mir schon abgesagt. Ich dachte, okay, ich werde einfach von Hand zu Mund leben und Leute um Hilfe bitten. Und jetzt sehe ich überall Leute mit derselben Botschaft auf ihren kleinen Pappschildern. Wenn ich von der Autobahn abfahre, stehen sie oft an der Ausfahrt oder neben dem Supermarkt in der Stadt. Jede Hilfe zählt. Und wenn ich ein Schild sehe von jemandem, hebt ein Pappschild. Jede Hilfe willkommen.
Glauben Sie mir, ich weiß, Sie meinen es ernst. Ich weiß aus Erfahrung, das ist kein Verkaufstrick. Es ist wirklich, was für diese Person wahr ist. Also, ich achte stets darauf und möchte jeden, der mir gerade zuhört, ermutigen, das Gleiche zu tun. Verlasse nie das Haus ohne ein paar 5-Dollar-Scheine oder Zehner locker in der Tasche, damit du sie schnell hervorholen kannst. Und wenn du auf der Straße jemanden siehst, der um Hilfe bittet, sei es ein Mann oder eine Frau, einfach um Unterstützung zu erbitten, versuche nicht zu urteilen. Versuche wirklich alles in deiner Macht Stehende, um nicht zu glauben, dass er das Geld nur für Drogen, Alkohol oder Ähnliches verschwenden wird. Weißt du was? Vielleicht kauft er Alkohol, um den Tag zu überstehen. Aber meiner Meinung nach geht das dich nichts an. Er muss entscheiden, was das Beste für ihn ist. Er sucht deine Hilfe. Also sorge ich immer dafür, dass ich einen Fünfer oder Zehner oder sogar einen Zwanziger locker in der Tasche habe. Und wenn ich auf so eine Person treffe, greife ich rein und gebe ihr 1 oder 2 davon. Und ich tue es und sie schauen mich an und sagen, vielen Dank, wirklich, danke. Ich sage dann, hey, weißt du was, war schon da, hab das gemacht. Ich weiß, was du erlebst. Ich hörte dich einmal erklären, wie man mit einer tollen Methode aus jeder Misere kommt. Das ist, wie ich glaube, ein wenig das Thema, über das du sprichst. Könntest du das bitte etwas genauer erläutern? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das Unglaubliche, die Formel, dem Raum zu entkommen, ist Hilfe zu suchen. In schlechter Lage, tu das. Kannst nicht aufhören, jemandem zu helfen. Das hat denselben Ablauf. Ja, ja. Entschuldigt, Leute, es gab 39 Bücher und er bat mich, eine Zeile daraus zu zitieren. Jetzt weiß ich, worauf er anspielt. Ja. In Gesprächen mit Gott wurde mir gesagt, egal was du erleben willst, ob aus einer schlechten Lage heraus oder sonstiges, sei selbst der Auslöser dafür in deinem Leben, einer anderen Person dasselbe zu erleben. Du möchtest mehr Fülle in deinem Leben erfahren. Verhelfe jemand anderem zu mehr Fülle in seinem Leben. Du möchtest mehr Humor in deinem Leben, mehr Liebe, mehr Gesellschaft. Verhelfe jemand anderem dazu, diese Dinge in seinem Leben zu erfahren. Du möchtest erleben, wie du aus einer schlechten Lage herauskommst. Hilf einer anderen Person aus der Patsche. Sei die Quelle. Das hat Gott zu mir gesagt, Neil. Ich will nicht, dass du weiterhin suchst. Suchen ist nicht deine Bestimmung. Sei die Quelle. Sei im Leben eines anderen das, wonach du selbst gesucht hast. Währenddessen erkennst du, dass du es schon zu geben hast. Es war immer da. Es ist eine magische Formel, die wirklich unglaublich ist. Und sie funktioniert übrigens jedes Mal. Also habe ich beschlossen, die Quelle dessen zu sein, was ich erleben möchte. In meinem eigenen Leben. Oder anders gesagt, wie ein Kerl vor Jahren bemerkte, als er auf dem Planeten umherwanderte. Behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest, so wie du selbst behandelt werden möchtest. Eigentlich ganz einfach. Er war ein ziemlich interessanter Kerl, dieser Kerl. Er hat mich definitiv interessiert und ziemlich anders, als ich dachte, dass, was ich über ihn zu wissen glaubte, als ich 9 Jahre alt war und von ihm hörte. Als ich 9 Jahre alt war, kam der Priester in unser Klassenzimmer. Einmal pro Woche, jeden Mittwoch, kam sie zum Religionsunterricht, was ein ausgefallener Begriff für die Lehren der Doktrinen und Dogmen der Kirche ist. Und der Priester kam herein und sagte uns in der 3. Klasse, Kinder, ihr müsst daran denken, sonntags zur Messe zu gehen. Wenn ihr die Messe ohne triftigen Grund verpasst, ist das nicht okay. Wenn ihr euch um ein krankes Elternteil kümmert, in Ordnung. Oder wenn ihr arbeiten müsst, auch gut. Aber ohne Grund die Messe zu schwänzen, geht nicht. Wenn ihr Montag, Gott bewahre, von einem Auto angefahren und sterbt, ihr werdet in die Hölle geschickt, für ewige Verdammnis bestimmt, weil das Fehlen von Masse eine Todsünde ist. Nicht eine lässliche Sünde, kein geistiges Vergehen, eine Todsünde. Und ich dachte, was? Warum? Zufällig verpasste ich Alex in dieser Woche die Messe. Ich besuchte fast jeden Sonntag die Messe, war ein sehr frommes kleines Mädchen. Du weißt, es war Wochenende und wir hatten die große Spielplatz-Weltmeisterschaft. Unsere Weltmeisterschaft der Spielplätze, unser Spielplatz gegen einen auf der anderen Stadtseite.
Wir spielten ein kleines Softballspiel, das große Finale des Turniers. Und ich musste gehen, ich war im Spiel und ich wollte gehen, also dachte ich, naja, ich werde das durcheinander bringen. Und natürlich war das genau die Woche, in der er kam und uns das erzählte. Das jagte mir wirklich Angst ein. Wenn du glaubst, ich wäre nicht schnell zur Beichte gerannt, weil er zuließ, dass, wenn ich meine Sünde beichte und mir Absolution erteilt wird, dass ich würde aus diesem Satz gestrichen werden. Aber wenn ich nicht, ich renne zur Beichte, weil er mir das erzählt. Ich bin 9 Jahre alt. In meiner Gemeinde ist Beichte nur samstags möglich. So musste ich den restlichen Mittwoch, den ganzen Donnerstag, Freitag und Samstagvormittag aushalten. Keine Übertreibung. Ich war wie versteinert. Und glaub mir, das zwingt dich beim Straßenüberqueren sehr vorsichtig zu sein. Und ich dachte, Gott bewahre. Ich bete das Gebet meiner Kindheit. Nun leg ich mich schlafen. Ich bitte den Herrn, meine Seele zu behalten. Sollte ich sterben, bevor ich erwache, bitte ich den Herrn, meine Seele zu nehmen. Ich fürchtete mich vorm Einschlafen, aus Angst, es könnte mir etwas zustoßen. Und ich hatte noch keine Gelegenheit zur Beichte, um mich von der schrecklichen Sünde zu befreien, einmal in meinem Leben die Messe verpasst zu haben. Nun Leute, ihr hört vielleicht zu und denkt, Neil übertreibt. Oder ihr denkt, na gut, Neil, aber das war in den 50ern. So ist es heute nicht mehr. Und ihr meint wirklich nicht? Seht es euch an, seht genau hin. Vor einigen Monaten habe ich nachgesehen, was die römisch-katholische Kirche heute 2022 zu diesem Thema lehrt. Die Lehre ist unverändert. Eine Sonntagsmesse auszulassen ist immer noch eine Todsünde, die mit dem Tod gesühnt werden muss. Nach dem Tod begleichen durch Hölle und Verdammnis für die Ewigkeit. Um jemanden töten zu können? Und versäumst den Kirchgang. Und beides wiegt ungefähr gleich schwer. Es sei denn, du beichtest und der Priester vergibt dir. Du bist verlässlich. Oder vielleicht gabst du früher genug Geld an die Kirche, denn dann konntest du bekommen. Einen Ablass. Du kannst erhalten. Ich habe nicht die Absicht, Katholiken zu verärgern. Das ist der Gott, von dem wir in vielen verschiedenen Weltreligionen gelehrt wurden. Ein Gott, der richtet, verurteilt und bestraft. So einfach ist das. Auch ich bin katholisch erzogen, Neil, und auch ich hatte diese Fragen. Ich dachte mir, das ergibt keinen Sinn. Selbst als junger Mann dachte ich, das ergibt keinen Sinn. Du meinst, ich kann am Freitagabend sündigen, so viel ich will, und dann am Samstagmorgen kann ich hingehen. Und ich beichte jemandem meine Sünden und alles ist gut. Nach ein paar Ave Marias und Vaterunsers dachte ich mir, das machte auch damals schon keinen großen Sinn für mich. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, kritisch über diese Ideen nachzudenken, wie kann einerseits der Gott, von dem ihr sprecht, dich ewig lieben, aber wehe, wenn du trittst aus der Reihe, wird er dich für die Ewigkeit in die Hölle werfen. Ja, ich liebe dich, wenn. Ja, genau, das ist richtig. Es ergab für mich keinen Sinn. Deshalb habe ich mich nach und nach davon distanziert. Organisierte Religion und begann zu experimentieren, las und setzte mich mit vielen spirituellen Lehren und Religionen des Ostens, Philosophien auseinander. Und habe versucht, alles zu verstehen, bis ich meinen Weg fand. Deshalb mache ich diese Sendung, um diese Energie in die Welt zu tragen. Weißt du was, Alex? Ehrlich, ich könnte falsch liegen. Es ist nicht nötig, dass jemand mir glaubt oder akzeptiert, was ich sage. Mehr als beim Priester. Jeder muss seinen Weg zu Gott finden. Mein Verständnis ist, dass Gott niemanden zurückweist, denn sie hat keinen Grund, keine Notwendigkeit dazu. Es macht keinen Unterschied, als hätte ich welche. Ich habe Kinder. Ich täte niemals etwas. Nur weil sie mir widersprechen oder eine meiner Regeln brechen, werde ich sie nicht für den Rest ihres Lebens in die Hölle werfen oder sie exkommunizieren. Das ergibt keinen Sinn. Also selbst die Liebe eines Vaters oder einer Mutter zu einem Kind ist ewig. Wie könnte Gott verletzt, beleidigt, geschädigt, erzürnt oder frustriert werden, wenn er die ganze Macht im Universum, die allmächtige Kraft ist? Was würde ihn so beleidigen
dass du sonntags nicht in die Kirche gehst, um dich in die Hölle zu schicken. Doch das ist nicht wahr. Die Kirche nutzte dies als Werkzeug, um Angst zu schüren, um die Kirchenbänke voller Menschen zu halten. Na klar, denn wenn du ein guter Mensch bist, fürchtest du Gott. Ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Es ergibt keinen Sinn, worüber ich mit dir sprechen wollte. Dein neues Buch, die Gottlösung. Wie ist dieses Buch entstanden und was erhoffen Sie sich davon? Wie soll es der Welt helfen? Nun lade ich Menschen ein, eine neue Definition von Gott zu schaffen. Die Gottlösung ist meine Antwort auf das Gottesdilemma. Das Buch beginnt. Ich werde das Gottesdilemma erläutern. Wenn es tatsächlich einen Gott gibt und 8 von 10 Menschen an eine Art höhere Macht glauben, dann besteht das Dilemma in der Frage nach der wahren Existenz dieser Macht. Warum ist die Welt so ein Chaos? Warum kommt Gott nicht einfach herunter und richtet alles und macht alles besser? So begann ich nachzudenken über das, was mir in Gesprächen mit Gott offenbart wurde. Ich las die Worte wieder und entwickelte den tiefen Wunsch, alles in einem Buch zu verewigen, um den Höhepunkt zu schaffen, die Apotheose des Gesprächs mit Gott, des Gesamtwerks. Also setzte ich mich hin und schrieb in etwa 4,5 bis 5 Wochen jenes Buch, das den Titel Die Gottlösung trägt. Und ich bot die Möglichkeit an, dass es eine Lösung für das Gottesdilemma gibt. Und die Lösung ist folgende. Nummer 1, warum kommt Gott nicht einfach herunter und richtet alles? Weil es nicht Gottes Wunsch ist, einfach eine Zivilisation von Untertanen zu erschaffen, die einfach tun, was sie verlangt, was sie fordert, und dann wird er alles besser machen. Das war nicht die Absicht Gottes. Die wahre Absicht Gottes war tatsächlich, erfülle alle Schöpfungen Gottes, all ihre Zwietracht, Wesen im Universum, in diesem Fall jeden Menschen auf der Erde und alle empfindungsfähigen Wesen im gesamten Kosmos, damit jedem von uns die Fähigkeit zu verleihen, unsere eigene Realität zu erschaffen, die Ergebnisse zu erzielen, die wir erzielen wollen. Also, wenn ich Gott frage, warum richtest du nicht einfach alles, sagt Gott zu mir, warum richtest du nicht einfach, sagt er, nein, nein, du bist derjenige, der es tun soll. Du bist derjenige, der die Macht dazu hat. Und Gott sagt auch, nein, nein, du bist derjenige, der es tun soll. Du bist derjenige, der die Macht dazu hat. Und ich sage aber Gott, du bist derjenige, der die Antworten hat, die Fähigkeit, alles zu ändern. Gott sagt, nein, ihr seid diejenigen, die die Antworten haben, die Fähigkeit, alles zu ändern. Also ich habe verstanden, Gott gibt uns allen, also der gesamten Zivilisation und jedem Individuum, den freien Willen, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Hier kommt der Knackpunkt. Das Problem kann gelöst werden, wenn wir unsere Definition von Gott ändern. Wir verändern so die zugrunde liegende Ethik, das moralische Fundament, welches unsere Interaktionen und unser Verhalten bestimmt, solange wir uns vorstellen, dass Gott ist. Richtend, verurteilend, strafend, so verhalten wir uns oft auch gegenüber anderen. Doch erkennen wir unseren Irrtum, dass dies nicht die wahre Definition Gottes ist. Gott ist keine richtende, verurteilende, strafende Gottheit. Nun, die Lösung Gottes ist also, eine neue Definition von Gott zu schaffen. Und das Buch bietet eine Definition von Gott, ein höchst komplexes Thema. In 2 Worten, perfekte Liebe, reine Liebe. Gott ist reine Liebe. Nun, Alex, wenn ich diese kleine Rede vor Publikum halte, steht immer unweigerlich ein Typ im hinteren Teil des Raumes auf und sagt, auf mich, auf den Ut, komm schon. Ich habe dir 20 Minuten zugehört, um die große Offenbarung aller Zeiten zu hören. Gott ist Liebe. Ich sagte, Moment mal, das habe ich nicht gesagt. Sie hörten mich nicht sagen, Gott ist Liebe. Sie hörten mich sagen, Gott ist reine Liebe. Gut, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass reine Liebe verlangt und fordert, nur als Gegenleistung. Nun, wenn wir es schaffen könnten, eine tatsächlich theologisch revolutionäre Idee anzunehmen,
eine Idee, die den Lehren von nahezu allen 4000 Religionen auf der Erde widerspricht. Wenn wir Ideenhelden sein können und tatsächlich heldenhaft genug sind zu sagen, wisst ihr was, das ist echt die Definition von Gott, die treffendste, die ich je gehört habe. Wenn wir das schaffen, werden wir eine neue ethische Infrastruktur, ein neues ethisches Fundament für all unsere menschlichen Beziehungen schaffen, für unsere politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interaktionen und ja, auch für unsere spirituellen Begegnungen, die dann von einem Ort ausgehen, an dem wir sagen, wisst ihr was, ich brauche, erwarte, fordere und erwarte keine Gegenleistung. Wir können es nicht nutzen, Gottes Verhalten zu uns als Rechtfertigung unseres eigenen Verhaltens gegenüber anderen. Plötzlich bedeutet, ich liebe dich zu jemand anderem gesagt etwas völlig anderes. Es heißt nicht mehr, ich liebe dich, es bedeutet nicht mehr das, wenn ich zurückkomme, wenn ich davon ausgehe, dass ich Liebe zurückbekomme, wenn ich dich liebe, werde ich dich weiterhin lieben. Sollte ich jedoch nicht die erwartete Gegenliebe erhalten für die Liebe, die ich dir gebe, dann ist der Handel geplatzt. Wir haben nicht mehr Handelsabkommen, existieren zwischen Staaten, wie wir sie kennen. Auch Unternehmen schließen solche Abkommen untereinander. Wir haben keine Handelsabkommen mehr. Zudem habe ich aufgehört, nach der perfekten Valentinstagskarte zu suchen, da ich nie eine fand, die meine Gefühle ausdrückte, als ich 29 war. Mein geliebter Schatz, mein teures Herzblatt, ich habe dich sehr lieb. Ich werde nie aufhören, mit dir Handel zu treiben. Ich handle mit dir bis zum Ende der Zeit. Doch wenn du aufhörst, mich zu handeln und ich nicht erhalte, was mir zusteht, dann ist der Handel hin. Wir haben ein Abkommen und ich dachte, das wäre klar. Wir können unserem Liebsten sagen, weißt was, ich möchte, erwarte und verlange zweifellos als deine Gegenleistung. Mein wahres Glück liegt im Erleben. Liebesfluss von mir zu dir. Wenn ich Liebe zu dir fließen lasse, nur um Liebe zurückzubekommen, dann liebe ich dich nicht. Ich liebe mich selbst und benutze dich als Werkzeug. Als Weg, Selbstliebe zu erfahren. Das ist keine Liebe, sondern eigennütziges Verhalten. Dann nehmen wir anderen Institutionen die Basis. Länder, Organisationen, Personen, politische Parteien, Nationalitäten, ökonomische Bedeutung. Wir entfernen den Teppich der Rechtfertigung. Bei vielen dysfunktionalen Interaktionen, die wir unter Menschen auf der Erde beobachten. Denn oft basieren unsere Interaktionen darauf, dass wir sagen, hey, weißt du was? Du bist okay für mich, wenn. Aber wenn du nicht tust, was ich dir sage, und wenn du meiner Ansicht über etwas nicht zustimmst, wie etwa bei einer geografischen Meinungsverschiedenheit, wo die Grenze zwischen unseren Ländern verlaufen sollte, dann werde ich dich in die Luft sprengen. Ich werde Bomben auf deine Städte werfen, in deinen Schulen, in deinen Kirchen, in deinen Konzerthallen. Ich vernichte dich, wenn du nicht machst, was ich richtig finde. Wir sind unterschiedlicher Meinung, aber weißt du was? Ich bin mächtiger als du, also habe ich Recht. Schließlich hast du es schon mal gehört und es stimmt, Macht ist Recht. Das haben wir von unserem Gott gelernt und in diesem Fall werde ich genauso handeln. Sehr, sehr passend zu aktuellen weltweiten Geschehnissen. Oh, Moment mal. Nein, Neil, dieses Beispiel hast du dir doch nur ausgedacht. Nein, das geschieht tatsächlich, oder? Du verstehst, angesichts der Ereignisse in der Ukraine hatte ich immer den Eindruck, dass es so sei. Wir sind bereits darüber hinausgekommen. Wir werden das nicht tun. Nicht nur in der Ukraine, auch in Buffalo's Supermärkten, New York, in den Grundschulen in Uvalde, Texas. Was tun wir? Was machen wir miteinander? Untereinander? Wie können wir den zerstörerischen Weg stoppen und unseren Kurs ändern?
Die Antwort liegt nicht im Ändern unseres Verhaltens. Verstehen Sie, was wir versucht haben? Ist das Verhalten der Menschheit zu ändern. Doch Verhaltensweisen ändern sich nicht ohne neue Überzeugungen. Vergessen Sie also, was man Verhaltensmodifikation nennt, zumindest als ersten Schritt. Das ist nicht der Ausgangspunkt. Der erste Schritt ist, was ich Glaubensmodifikation nenne. Unsere Überzeugungen müssen zuerst geändert werden. Über unsere Existenz, den Zweck und die Bedeutung des Lebens sowie das Wesen Gottes. Für diejenigen, die an Gott glauben, was 8 von 10 Menschen umfasst, wer Gott in Beziehung zu uns ist und was Gott will und was Gott fordert und was Gott tut, wenn er nicht bekommt, was sie verlangt. Also müssen wir unsere Überzeugungen ändern. Wenn wir unsere Überzeugungen ändern, ändern sich auch unsere Verhaltensweisen, denn sie spiegeln nur unsere Überzeugungen wider. Wenn sich unser Verhalten wandelt, tut es unsere Erfahrung auch. Mit neuer Erfahrung verändert sich unsere Realität. So ändern wir die Welt, indem wir Überzeugungen umgestalten. Die zentrale Überzeugung, treffend ausgedrückt, die wir ändern müssen, ist diese. Wir glauben in der Vorstellung von Trennung. Wir akzeptierten die Vorstellung, getrennte Wesen zu sein, individuelle kleine Kreaturen hier auf der Erde. Und die Idee der Trennung impliziert, dass wir von Gott und auch voneinander getrennt sind. Vom Leben selbst getrennt, metaphorisch gesprochen. Es ist dort und wir sind hier. Diese Trennung treibt uns an. Unser Handeln bestimmt. Denn am Ende stehen wir gegen den Rest der Welt. Ich tue, was nötig ist, um zu erreichen, was ich brauche. Und wenn ich dich dafür verletzen muss, bedauere ich es. Aber es muss eben sein. Wenn wir uns entscheiden würden, die Idee der Trennung beiseite zu legen, erkennen, dass wir alle eins sind, dass es tatsächlich nur einen gibt, dann würden wir uns behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Wir würden uns endlich entschließen, die goldene Regel zu befolgen, selbst bei Uneinigkeit mit anderen, selbst wenn uns jemand anderes verletzt hätte, auch wenn uns jemand angreifen würde. Wir entscheiden, Moment mal, vielleicht hatte er recht. Es gab einen Typen, der vor Jahren hier herumlief und zu uns sprach: Segne deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Erweise denen Gutes, die dir Übles wünschen. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch die linke hin. Wenn jemand deinen Mantel stiehlt, gib ihm auch dein Hemd. Wenn ein Mann dich bittet, eine Meile mitzugehen, geh mit ihm 2 Meilen. Und bald nicht die Fäuste gen Himmel, flucht nicht die Dunkelheit. Sei ein Licht in die Dunkelheit, damit du weißt, wer du bist. Und dass alle, deren Leben du berührst, erkennen, wer sie wirklich sind. Ebenso. Neil, es gibt etwas in unserer Welt heute und es scheint sich zu verändern. Ich habe in der Sendung schon öfter darüber gesprochen. Veränderungen treten eben auf. Das ist ein Autoaufkleber. Veränderungen finden eben statt. Die Welt scheint gerade ein bisschen verrückt zu werden mit Umwelt, politischen, wirtschaftlichen Problemen, der Pandemie. Es passiert so vieles gleichzeitig, was wir alle spüren. Und das ist das Besondere daran. Es ist nicht nur ein Land, das Probleme hat oder eine andere Sache hier. Die ganze Welt spürt es zur selben Zeit. Ich meine, die ganze Welt hat fast 1 Jahr lang stillgestanden. Wie für ein paar Monate. Die Welt stand buchstäblich still. Also, was glaubst du passiert gerade? Was erleben wir? Es wird die Generalüberholung der Menschheit genannt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Das Buch wurde 2011 verfasst. Es war sehr weitsichtig. Ein Buch, das seiner Zeit weit voraus war. Aber das Buch trägt den Titel Der Sturm vor der Ruhe. In Ordnung. Ein kleines Wortspiel. Wir alle kennen die Redewendung Die Ruhe vor dem Sturm. Doch mein Buch trug den Titel Der Sturm vor der Ruhe, worin ich Vorhersagen machte.
Nicht in spezifischen Begriffen, sondern als eine besondere Art von Erfahrung. Das Buch spricht von einer Generalüberholung der Menschheit. Wir stehen vor einer solchen Generalüberholung, nicht vor dem Ende der Menschheit, genauso wenig wie eine Motor-Generalüberholung den Motor zerstört. Tatsächlich repariert sie den Motor und lässt ihn besser funktionieren als zuvor. Wir durchleben gerade diese Generalüberholung der Menschheit. Das Buch, das im Jahr 2011 erschien, beschreibt diese Generalüberholung und diskutiert, wie wir diesen Prozess so durchlaufen können, dass er uns nicht zerstört, sondern uns die Möglichkeit gibt, uns selbst in der nächst großartigeren Version der besten Vision, die wir je von uns selbst hatten, neu zu erschaffen. Genau das durchleben wir gerade, wenn wir es als unsere goldene Chance sehen, diese Ereignisse zu nutzen, um uns, unsere Gesellschaft und Zivilisation neu zu erschaffen. Im großartigsten Gedanken, den wir je über das Menschsein hatten. Dann können wir das, was uns trennt, überwinden und die Ergebnisse erzielen, nach denen wir uns gesehnt haben. Was wird es brauchen? Wie ich eben sagte, Ideenhelden. Genügend Leute das Gleiche aussprechen. Lasst uns nicht nur schädliche Verhaltensweisen beenden, sondern auch die dahinterstehenden Überzeugungen hinterfragen und überlegen, ob wir sie ändern können. Haben wir genug Ideenhelden, die diese Botschaft verbreiten, fällt der erste Dominostein. Und stößt man den ersten um, werden die anderen unweigerlich folgen. Aber genauso, mein lieber Alex, gehen alle Zivilisationen vor. Nicht nur jene, die im Laufe der Menschheitsgeschichte auf diesem Planeten existiert haben, sondern alle Zivilisationen im Kosmos. Und natürlich gibt es viele davon. Es gibt intelligentes Leben im Kosmos, nicht hier, aber anderswo im Kosmos gibt es intelligentes Leben. Und so haben sich letztendlich alle Zivilisationen entwickelt durch eine Reihe Erfahrungen, wie wir sie jetzt machen, durch eine Reihe von Generalüberholungen, wo die Gesellschaft innehielt, sich selbst betrachtete und sagte, wirklich? Ich meine wirklich. Ist das wirklich unser Bestes? Oder ist es vielleicht einfach möglich, dass es hier etwas gibt, das wir noch nicht verstehen über Gott, über das Leben und über uns selbst? Das Verständnis könnte doch alles ändern, oder? Ist das der Grund? Wir sind so tief in unserem Tribalismus, in unserer Trennung verhaftet, dass wir uns von anderen abgrenzen müssen. Was ist der Grund dafür und was können wir dagegen tun? Wir fürchten, unsere Individualität zu verlieren. Wir halten an der Idee der Trennung fest. Denn glauben wir alle seien eins, denken wir, wir würden homogen und verlören unsere Einzigartigkeit. Ja, das befürchten wir. Das Ego hat einen schlechten Ruf. In Gesprächen mit Gott wurde mir gesagt, dass dem Ego Unrecht getan wird. Ein außer Kontrolle geratenes Ego ist problematisch, aber das Ego an sich dient uns. Es hilft uns, uns selbst als anders, aber nicht getrennt voneinander zu sehen. Als ich Gott bat, mir das zu erklären, sagte ich, Gott, ich habe quasi ein Erbsenhirn. Ich bin nur ein kleiner Kerl hier. Hilf mir zu verstehen. Gott sagte, in Ordnung, heb deine Hand. Okay. Gott sprach, betrachte deine Finger. Ich fragte, okay, was ist? Sie sagte, sie sind. Nein, sie sind nicht identisch. Sie fragte, ob sie sich unterscheiden. Ich antwortete, ja, jede ist einzigartig mit verschiedenen Erscheinungen und Funktionen. Sie sagte, aber sind sie voneinander getrennt oder gehören sie zur selben Hand? Nun, sie gehören zur selben Hand. Und sie fragte, gehört die Hand zum selben Körper? Ja. Also ist die Hand Teil des Körpers. Individualität bedeutet also nicht Trennung. Ich verstehe. Ich verstehe. Gott fragte, würdest du mir einen Gefallen tun? Hilf mir mal hier. Gott besitzt einen fantastischen Humor. Ein großartiges Spiel mit Worten. Oh, wunderbar. Ich liebte das an deinen Büchern, die Art und Weise. Gott zeigt sich in den Büchern auf diese Weise
Anders als jede andere Darstellung Gottes, von denen wir je gehört haben, wie wir in diesem Gespräch besprochen haben, wo der zornige Gott, der rachsüchtige Gott, all das, dieser Gott war so liebevoll und freudig und glücklich und beantwortete die Fragen und war manchmal sogar spöttisch. Es war einfach wunderbar, eine wunderbare Art, sich dem besagten Thema weiter annähernd. Gott sagte zu mir, ich spreche mit dir in deiner Sprache, so wie ihr miteinander redet. Vielleicht jetzt. Du wirst mich hören können. Wo können sich Interessierte informieren? Wann kommt dein Buch Gottes Lösung heraus und wo ist es verfügbar? Wo erfährt man mehr über dich? Nun, das Buch ist schon eine Weile erhältlich, aber ich stelle Exemplare davon kostenlos zur Verfügung. Man kann das Buch einfach auf den Computer, das iPad oder sogar auf das eigene Telefon herunterladen. Das Buch kann kostenfrei heruntergeladen werden. Man muss nur auf meine Webseite neildalawalsch.com gehen und dort findet man einen Link, der den Download ermöglicht. Wenn Sie es dort nicht finden, schreiben Sie mir einfach eine Notiz, naili@neildonawalsch.com oder senden Sie eine E-Mail an nailine@aldonaldwalsch.com. Achten Sie aber darauf, den Namen richtig zu schreiben. Das Internet ist unerbittlich. Ein falscher Buchstabe und die E-Mail erreicht mich nicht. Sehen Sie nach, wie mein Name geschrieben wird. Er ist überall im Netz. Sie verfehlen ihn nicht. Senden Sie eine Nachricht an naili@donowalsch.com. Ich wünsche ein Gratisexemplar Ihres Buches und sende Ihnen prompt einen Link. Innerhalb von 24 Stunden bekommen Sie ihn und laden das Buch auf Ihren PC völlig kostenfrei. Jetzt, Neil, werde ich dir 2 Fragen stellen. Übrigens, das ist wirklich wichtig. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Könnten Sie bitte noch ein letztes Postskript hinzufügen? Die Botschaft ist mir so wichtig. Ich möchte, dass du diese Nachricht hältst, ohne einen Cent auszugeben. Bitte tu mir diesen Gefallen. Lies das Buch und gib es weiter. Jetzt stelle ich dir, Neil, 2 Fragen wie allen meinen Gästen. Nein, absolut nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie oft pro Woche haben Sie Sex? Warum stellen Sie eine solche Frage? Ich bin schon immer sehr neugierig gewesen. Was ist Ihre Lebensmission? Ich habe eine dreiteilige Mission. Das ich war, gebeten habe ich, wenn ich darf, und es wurde angenommen im Dialog mit Gott-Gespräch. Teil 1, Neil, geh und verändere, was die Welt über Gott denkt. Geh hinaus und gib den Menschen ihr Selbst zurück. Geh raus da und erwecke die Spezies. Also das ist mein Raison d'être, wie die Franzosen sagen, mein Daseinsgrund. Genau das mache ich fast jeden Tag meines Lebens. Heute ist so ein Tag. 3 Interviews heute allein geführt. 3 einstündige Interviews an nur diesem einen Tag. Ich führe etwa 15 bis 20 pro Woche, in manchen Wochen. Und ich teile ständig mit anderen, was mir mitgeteilt wurde. Und die letzte Frage. Was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Verkünden und bekennen wir es, ausdrücken und erfüllen wir es, werden und erleben wir es, wer du wirklich bist. In die Demonstration deiner wahren Identität treten. Erkenne dich selbst als Aspekt der Individuation der Göttlichkeit in der Verkörperung, nicht konzeptionell, nein. Ich verstehe das Konzept, dass Gott und ich eins sind oder so. Aber nein, als Verkörperung, als wirklicher Ausdruck oder einfacher ausgedrückt. Evolution. Wir sind hier zur Entwicklung, zur nächsten tollen Stufe unseres echten Ichs. Es ist wirklich ganz einfach. Die Agenda der Seele ist wirklich ganz einfach. Wir sind in die Physis eingetreten, aus dem Reich der Spiritualität, damit wir uns ausdrücken können. Nicht nur wissen, sondern zeigen, wer wir wirklich sind. Der Grund, warum wir dies im Reich der Physis statt in der Spiritualität tun, ist, dass hier ein Kontextfeld entsteht.
wo das Gegenteil von uns existiert, denn ohne das Gegenteil von dem, was du bist, wäre es nicht möglich. Was du bist, könnte unerkannt bleiben. Um es einfach auszudrücken, sagen wir, du bist das Licht. Nur als Metapher. Ich bin das Licht. Aber ich möchte mich als das Licht erfahren. Ich möchte mich nicht nur als das Licht kennen. Ich möchte einen Ausdruck davon haben, damit es durch mich als mich fließen kann. Ich habe es wirklich ausgedrückt und gezeigt, aber du kannst nicht darstellen, wer du bist, ohne das, was du nicht bist. Wenn du also meinst, du seist das Licht, wirst du es in deinem Leben manifestieren. Die Dunkelheit, damit du das Licht sein kannst, im Angesicht der Dunkelheit. Urteile nicht und verurteile nicht. Sei ein Licht in der Dunkelheit, damit du wirklich du selbst sein kannst. Natürlich könnte ich das. Liege vielleicht doch falsch. Aber ich glaube das wirklich nicht. Neil, vielen Dank für dein Sein in der Sendung. Danke auch für deine Botschaft und die unglaubliche Arbeit über die Jahre. Dafür, dass du das in die Welt gebracht hast, was jetzt mehr denn je gebraucht wird. Ich schätze dich sehr, mein Freund, und danke dir für alles. Danke, Alex, dass ich hier sein konnte. Es war wunderbar bei dir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.